Szenenwechsel. Seven hells. Ja, wir sind immer noch am Weg zur Mauer. Und wie ich schon gesagt habe, wenn wir unterwegs erwischt werden, schaut es schlecht aus. Let's play a little game, shall we? Ramsay My ancestors Snow. wore the skins of their enemies as a coat. Der ist gerade am Schnippeln. Okay. Ja. Am Häuten. Ja, das Haus Not Bolton my best work, unfortunately. ist dafür bekannt, I suppose I have fallen out of practice. zu häuten. But he didn't make it easy. What Die with all haben that bloody noise? sogar einen gehäuteten Mann auf ihrem Banner. I thought he'd never stop. As my father likes to say, a naked man holds few secrets. But the flayed man Ja. holds none. Flayed Pity Man. he didn't know your Der father gehäutete was the Mann. Warden of the North. He does now. Huh. How much further is it to these foresters? A day, my lord. Two at most. What was that? My lord? Shh! Listen. Verdammt, sein Vulkanier-Gehör. There. Hear that? Ja, jetzt mache ich gar kein Geräusch mehr, du. I know I heard something. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Die haben Pferde, wir könnten niemals wegrennen. Never mind. We've wasted enough time already. Hey, sag mal, der mit der Glatze da hinten gerade eben. Haben wir den nicht schon getötet? Vielleicht täusche ich mich auch. Ne? Ich hätte gedacht, den hätten wir mit der Axt erschlagen. Was will ich denn jetzt da? Der ist tot, Junge. Ach, da hier sehen wir ein bisschen das Banner von Haus Bolton. Ramsay Snow heißt mit Nachnamen nicht Bolton, weil er ein Bastard ist, deswegen. Aber er gehört schon zu den Boltons, so. Nur mal am Rande. Ja, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Aber der da hängt verkehrt rum und der hier richtig rum. Oh, nein! Lord Ethan, Was denn? as I was saying, you are young. And there are those within these walls who are uncertain of your leadership. But 300 generations of Forester Lords stand behind you. Lord Gerhard the Tall, who founded our house, and your grandfather, Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my father? Lord Gregor the Good. Toll. Oh, He was? was fair and wise, and courageous in battle. Ja, wie werden sie denn mich And nennen? what will they call me? That is for you to define as the new lord. These were your Cool. father's people to lead and protect, and now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others. The Lord Sentinel,
Oh, worauf willst du hinaus? Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Das sollst du sein, oder wie? Keep walking, you craven son of a whore. Move! Summon the Lord! We need his judgment. I've done nothing wrong! I was only trying to survive! Lord Ethan. Missed. Wer ist denn das? Who is this man? This craven is a deserter and a thief. This house is doomed! Was? Das kannst du nicht so We all öffentlich sagen. fucking know it! Quiet, thief. Eric was supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing them. Hoffen. 2 shields and 3 spears. Warum? Why did you do it? Because I've no wish to die. Ach, das ist doch kein Grund. Komm schon. I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks I've a family to feed, and not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Leave the poor man Ja, alone. stimmt. Ohne Wein werde ich auch angepisst, ganz ehrlich. Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Most of us won't even live to see it. Uiuiuiui. Beruhig dich, Mann! Calm yourself. The time for calm passed with the late Lord Forester. Now there's only chaos. You'll address him as Lord. Genau. Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it is. Men need to know they cannot do whatever the fuck they please. Their lord will not permit it. You can send him to the war. Eieiei. Also, unser Vater hat einfach mal ein paar Finger abgeschnitten. Warum nicht gleich die ganze Hand? Das ist schon ein I bisschen... will decide. Send him to the wall. Take his fingers. He's a thief. Habe ich da jetzt Zeit? If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Unschuldig, du hast das Verbrechen zugegeben, My du lord. Vollidiot. My family depends on me. Also, sehr schön, wir haben Zeit. Ja, da schaut er traurig da hinten. Ja, da schaut er traurig da... Oh. Okay, so, seien wir jetzt mal ehrlich. Mercy, so ein Schrott. Wir sind hier in Game of Thrones. Da gibt's keine Gnade, du Pisser. So, zur Mauer schicken, dann kann er theoretisch dem anderen begegnen, dem Garrett. Ob sich das auswirkt, wenn man den zur Mauer schickt, ob der uns dann hilft da dort an der Mauer? Oder 3 Finger, ist natürlich auch verlockend. Und die Menge wartet immer noch gespannt, das ist toll. Ja, was machen wir jetzt, Leute? Ganz ehrlich, also ich tue hier nur zwischen diesen beiden hier. Er hat eine Familie. Wenn wir dem 3 Finger abschneiden, dann hat er halt 3 Finger weniger. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Und zur Mauer schicken? Ich weiß nicht. Wir können ja jeden Mann, also wir brauchen jeden Mann hier, also würde ich mal sagen, wir nehmen ihm 3 Finger weg, so. So hat es der gute Vater auch gemacht, so hat's der Großvater gemacht, so hat es der Urgroßvater gemacht. So hat das schon jeder gemacht. So, und so machen wir es mir jetzt auch. Ja. Man nehme seine Finger weg. I, Ethan of House Forester, Lord of Ironwrath, name you a thief. The price for your crime is 3 of your fingers. Und kann er sich das aussuchen, welche? My lord, please! Ja, komisch, es sind doch bloß 3 Finger, jetzt krieg dich mal wieder. My lord, normally it is the Lord's duty to carry out the sentence. Das ist ja geil. I am willing to carry it out, if you do not feel ready. Ich mach das. I will carry out the Ah, sentence. ist das cool. Okay. This is injustice, my lord!
Schön zielen. Ach, eine schöne Axt ist es ja auch. Halt doch mal still. Hey, stirb! Wow. Geil. Ja, jetzt ist natürlich sie enttäuscht. Ich bin eine empfindsame Schwester. Du hast dich verändert und ich habe vorher noch gesagt, du wirst dich verändern. Mein Gott. That was certainly unpleasant, but a lord must mete out punishment when it's due. Ja, das finde ich Not auch. just yourself, of course. Es war meine You can weigh on Pflicht. any lord. Ich würde es wieder It's a tun. lord's duty, so I did it. You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. You need someone you can trust by your side. Das stimmt. Someone you can rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom. Ja, wen schlägst du denn experience. vor? Who do you think I should choose? There are two capable men for the role. They both want the job, but neither thinks very highly of the other. How do I decide between them? Talk to them. Solicit the opinion of people close to you. Here, the bracer of the sentinel. The badge of office. Oh. Tonight is your first small council meeting. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen sentinel then, to show that you are decisive and in control of this house. Your sentinel will wear this for all to see. Take I'll it. make the right choice as sentinel. Ich mache immer das Richtige. Schau nicht so. Come speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. Verdammt, jetzt hat er mich... Ach, okay. Ich hätte schon gedacht, jetzt, da wir zufällig Blickkontakt hatten, muss ich es ihm geben aus Höflichkeit. Oh, das wollte ich dir geben. Na gut. Oh, und wir können uns frei bewegen. Auf dem Innenhof. Ja, also, wir haben es dem ziemlich gegeben, diesen blöden... Ach, da liegen noch die Finger. Hehe, ist ja cool. Also, ja, wie gesagt, unsere Schwester war da irgendwie anscheinend... Ja, wie soll ich sagen? Nicht erfreut. Die hatte, wie gesagt, vor ein paar Folgen eher noch irgend so ein Stuss dahergeredet mit. You're all worthless and weak. Genau, das hat's gesagt. You're all worthless and weak. Nee, dass sich er hier verändern wird und dass sie das nicht gern hat. Aber, mein Gott, sie hatte nicht das Sagen, ich habe das Sagen. So, bevor ich mit meinem kleinen Bruder rede, schaue ich mir was Wichtigeres an. Den Schild. Das war so cool, ich glaube, ich mach's gleich nochmal. Geil. Slash right. That means now. Na gut. Hallo. Was gaffst du denn so? Was stand auf dem Schwert drauf? Ich meine, es ist sein Schwert, aber ich hab... Steht da Ryan drauf oder Ethan? Wäre komisch, wenn Ethan draufstehen würde. Außer er macht es für uns. Ist das für uns? Careful. Keep at it and you won't have much left. Something to pick your teeth with. No, Ethan. Look at this. All good swords have a name. I call mine Two Brothers. I carved this to give me strength. And this, so I remember. I mean, I could never forget. But, oh, Ach, you das know, don't you? erfüllt mich mit I'm Ehre. honored. Nein, das ist ein Schmarrn. Ich bin geehrt. So. Yeah, Haben wir ihn noch schön abgelenkt Someday von I'll seinem have a real toten one. Bruder. but not like that one. Only a lord could have that sword. You'll have a good sword. I'm sure of it. I watched you today. I saw what you did to that man. Wie tut er hier vor 5 Minuten? Was he our enemy? A bad man? Everyone keeps talking about them. Enemies. Rules mean nothing if we don't enforce them. It doesn't matter if he's good or bad. You can't steal. That's a rule. Well, I say he was bad. Bad men killed Father and Roderick. They need someone to hurt them back. Even worse. I want a real sword. No one's afraid of wood. I'll find the men who took Roderick someday, and I'll make sure I have a real sword when I do.
Das ist die richtige Einstellung. Der Junge, der kommt noch weit im Leben. Der tut jetzt schon Rachepläne schmieden. Er schnitzt schon sein Schwert. Geil. Wir brauchen mehr Leute wie dich. So. Tower. Ich will in den Tower. So, da ist der Meister. Und ich hätte schon gedacht, als er da so unauffällig das Thema zum Berater gebracht hat, zu dem Sentinel, dass er jetzt gleich sich selber vorschlägt. So. Ja, du könntest ja jemanden, ich weiß nicht, aus deiner Nähe zum Sentinel nennen. Vielleicht mich. Aber nein, der ist tatsächlich ein guter Berater. Eigentlich sollten wir sogar wirklich ihn zum Berater machen, weil er der Einzige ist, der den Job nicht will. Und bei den beiden, beim Duncan und beim... na, wie heißt er? Sir Royland. Bei den beiden, da wird halt einfach einer angepisst sein. Das gefällt mir nicht. Our provisions are rather low, my lord. I made the count again, just to be sure. Wie It lange doesn't look good. How hält's bad denn? is it? How long could we hold the house? We couldn't withstand a siege, my lord. If the Boltons or the White Hills cut us off and wait us out, we'd only last a fortnight. Aus eine noch There bloß? are steps we can take. In the past, we've demanded food from the small folk to replenish our stores. We can do it again, if you'd like. We've done it before in desperate times. The last long winter, my family had to give all our Ich pigs sag mal to the nix, house. weil ehrlich gesagt... Even if you don't decide now, you may need to soon enough. Until then, I can speak to the huntsmen and trappers. Perhaps they can do more. My lord. Das sollte ich vielleicht öfters mal machen, nix sagen. Aber man hat immer das Gefühl, man verpasst dann was, wenn man nichts sagt. Aber das ist jetzt echt... Von den armen Leuten Zeug eintreiben. Für den Fall, dass wir belagert werden, ich weiß nicht. Ich meine, es ist doch alles so friedlich, wir werden doch nicht belagert. Also bevor ich halt meine Pflicht tue mit den zwei rede, rede ich mit jedem anderen, den es hier gibt. Und schaue mir alles an, was es sonst noch gibt. So. Hey, ich kann doch nicht raus, oder gut. Das war beeindruckend, nichtssagend. Na gut. Also, wer bist du denn überhaupt? Malcolm, du hast sogar einen Namen. Du bist nicht einfach nur ein Pferdejunge, du hast einen Namen. Das ist ja unfassbar. Dann reden wir doch mal mit dir. Ethan. Or should I say Lord? Ja, Lord Ethan, bitte. Hello, Uncle Malcolm. I saw what you did today. It's not an easy thing to do, dealing out a harsh punishment, no matter how warranted. But if you'll excuse me, my lord, I should finish packing before nightfall. Ja, wieso? I hope to be off tomorrow. Wo gehst du First denn hin? light. But where are you going? Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. Asher? She has asked me to return with him, to help the house. She said nothing of this to me. Because she fears you will not agree. Ja, ich bin hier der Told her Lord. my place is here, that I'll be of no help to you in Essos. But she insisted. I will hold, of course, until you've spoken with her about this. Just try to be kind to her. She's been living a nightmare made real. But you know that just as well. Ja, ich würde ganz, ganz nett sein. She's my mother. Of course I'll be gentle. I know you will. You're good-hearted, my lord. That is your true strength. But my mother's fears are not the only ones I face. My people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. If I may be so bold, Sir Royland is the man for the job. He'd be a fine choice. And I'd trust him. Warum denn? Aye, Sir Royland is the man you want. Why Sir Royland? We are at war. You need a warrior by your side. Royland has the respect of his men and will bring strength and discipline to this house. Duncan would offer sage advice, but now is not the time to negotiate.
Not with the likes of Ramsay Snow. Thank you, Uncle. Ethan, I need to talk to you. Oh Mann. Ich will nicht. Mother told me Mira has asked for Lady Marjorie's help. Did she? I knew we could rely on Mira. She Oh, always Alter. thinks of family above all else. Was war denn gerade mit ihren Hopefully Augen Lady los? Marjorie's Da? influence will be enough. But right now I'm more concerned about you. I saw what you did to that man. The way you punished him. How could you be so cruel? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich I'm war's worried wie. about you. What am I supposed to think? Ich hatte I keine did what Wahl. I had to. I had no choice. You always have choices. Ja, das stimmt allerdings. I know you told me you'd have to change, but I suppose I hadn't believed you would. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrett being sent to the war without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. Well, I'm the Lord. It's my responsibility. The people want me to lead. They need me to, but What? Ethan, please. Tell me. who should I name as my sentinel? It should definitely be Duncan Tuttle. He's dependable and smart, and everyone trusts his judgment. Sir Royland is unpredictable and likely to make matters worse. You've always given me good advice. Thank you. Ja, ich frage mich, ob die dann richtig angepisst ist, wenn ich doch den anderen nehme. So, gleich zwei Sachen, über die ich jetzt reden muss. Einerseits der Malcolm. Der geht da nach Essos. Ja, werden wir sehen. Er wird ja dann am Escher begegnen. Wenn er den zurückholt, ist dann der Escher wieder Lord, weil der ist ja theoretisch der ältere Bruder, ist der zweitgeborene Sohn. Und wir sind ja bloß der dritte. Also muss ihm irgendetwas zustoßen, um unsere Macht zu sichern. Nee. Ja, jetzt glaube ich, läuft es darauf hinaus, dass ich mit den beiden rede. Aber wen nenne ich denn? Mann, 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 Mann. Also das Argument von ihm, also sie haben jetzt beide Argumente gebracht für ihren jeweiligen Favoriten. Sir Royland deswegen, weil er ein Krieger ist und wir im Krieg sind, sagen sie zumindest. Also eigentlich ist ja der Krieg vorbei. Und es stehen uns zwar komische Zeiten bevor, aber ist das wirklich Krieg? Und ist die Zeit zum Behandeln wirklich schon vorbei? Ich weiß nicht. Zum Behandeln wäre halt eher wirklich ziemlich... Ach, wir haben ihn ja trotzdem noch, ich meine... Und so wie wir gerade dem die Finger abgehackt haben... sind wir doch eher kriegerisch angehaucht, habe ich das Gefühl. Meine Herrschaft definiert sich durch Gewalt. Ich tendiere stark zu Sir Royland. Vor allem, weil er hat es mir auch empfohlen und er kennt sich ja auch wahrscheinlich irgendwie aus, unser Onkel hier. Und sie, mein Gott, was weiß sie schon. Ich meine, die hat auch was dagegen gehabt, dass ich Finger abhacke. Kein Wunder, dass sie lieber ihn hier sehen würde. Sir Royland. Sword up, swing left, parry. Wrong. I didn't know Sir dogs Royland, could hold A swords. word? Of course, my lord. Oh, ist doch nett. I have many decisions to make, and I wanted your advice. Ja, fragen wir doch zuerst mal das hier. Was ist da los? What's the state of our defences? Are these men ready for what's coming? This lot, ready? No, but they will be. We post anyone who can hold a spear along the parapet, up where they won't get much scrutiny, and put our meanest, nastiest looking brutes front and centre. That'll show Ramsay we're a force in our own right.
You've got to project power, especially when you're weakened. Thank you, Sir Royland. I'll let you get back to training these men. Thank you, my lord. And you should know that swinging that blade yourself took stones. It was a man's way of justice. Danke. Es hat auch Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und es hat sogar auch seinen Sinn. Ich meine, wenn wir hier die Strafen verhängen, dann können wir sie auch gleich selber aus. Ich glaube, es war sowieso in Game of Thrones, da wo der Eddard Stark gesagt hat, derjenige, der das Urteil fällt, sollte auch das Schwert schwingen. So, in dem Fall von Eddard Stark war es allerdings Leute zu köpfen, aber es läuft ja auf selber hinaus. So, was hast du zu sagen? Duncan, Yes, my lord. I have much to consider and face a difficult decision. Perhaps I can help. Your father often sought my counsel. Ich hab die Angst, wenn ich hier draufklicke, dann ernenne ich ihn. Kann ich aber ask him. Wir tun es jetzt mal. Wenn ich jetzt ihn aus Versehen ernenne, dann tut's mir leid. As Lord, I must name a sentinel. Jetzt Of macht er sich course. schon Hoffnung. And if I may ask, who do you favor for the role? Perhaps I can share my insight. And talking can sometimes Das help weiß you ich make a nicht. decision. I haven't decided yet. Well, you must soon, my lord. This is not a matter to be taken lightly. Thank you, Duncan. I appreciate your advice. I'm at your service, my lord. Es ist ja cool. Habt ihr gesehen, die Auswahlmöglichkeit, da hätten wir ihn fragen können, ob er denn gewillt wäre, den Job anzunehmen. Das wäre cool. Einfach ihm erstmal so Hoffnung machen. Ja, würdest du ihn denn annehmen? Aha, gut zu wissen. Ja, der andere bekommt ihn. Nein, ich nenne jetzt wirklich ihn. Seien wir mal ehrlich. Er ist der Mann für den Job. Er hat die Rüstung an. Und auch wenn wir keinen Krieg führen, sein Argument... Oh, sei doch mal still. Sein Argument war auch nicht blöd, dass wir stark wirken sollen, obwohl wir es nicht wirklich sind. Einfach mal bluffen oder so. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich mach das jetzt. Los geht's. I've decided to name you as my sentinel, Sir Royland. Thank you, my lord, but are you sure? Das ist ja nett. Dann fragt er, was zeigst du denn da auf mich? Also erst einmal super süß, wie er gesagt hat, thank you. Und zweitens, jetzt fragt er noch, ob ich sicher bin. Ich könnte nochmal Nein sagen. Mein Gott, der Mann ist einfach wie geschaffen für mich. Er ist super nett. Er ist super süß. Und super stark. Den nehmen wir. Besser geht's nicht. Los. Yes, of course. I'm convinced you're the man for the job. Then I accept. But you must summon the small council, my lord, to make it official. Right. I'll tell Maester Ortengrin to do it at once. Also ist es jetzt noch nicht offiziell. Kann ich dann beim offiziellen Meeting... Jetzt kann ich ihm auch sagen, dass ich ihn nennen will. Das ist ja geil. Wäre cool, wenn ich beiden sage, ich ernenne dich und dann zum Schluss gebe ich es bloß ein, damit der andere nochmal mehr angepisst ist. Geil. So, bevor ich mit dem rede, schauen wir jetzt doch mal in den Tower. Wir waren zwar am Anfang von der Sequenz im Tower, aber ich will jetzt mal sehen, was passiert, wenn wir raufsteigen. Ah, können wir alle beobachten. Das heißt, jetzt denken sie, wir sehen nichts. Wir können sie bei irgendwelchen peinlichen Sachen erwischen. Ja toll, ich kann hier nichts anklicken, ich kann auch nicht irgendwie... Ja, wir sehen halt unseren Innenhof, ist schön, oder? Das ist eine Platzverschwendung. Ich meine, man hätte ja auch die Gebäude weiter dahinter stellen können, damit hier ein bisschen mehr Platz ist. Aber okay. Dann haben wir halt noch ein bisschen Grün da hinten, ist ja auch toll. Rechtsklick. Na gut.
Maester? Yes, Lord Ethan. I see you've spoken to a number of people. Are you prepared to name your sentinel? Natürlich. Yes, Maester. I'm ready. Very well. I will convene the small council at once.